Hallo und herzlich willkommen bei malwoanders.de. Mein Name ist Alexander und ich fahre heute mit dem Fahrrad bei Münster an der Verse entlang. Ich habe die Tour jetzt am Bahnhof Münster gestartet. Da kann man sich in der Radstation ein Fahrrad mieten. Die Strecke geht dann nach Süden, die Schillerstraße runter und dann über den Kanal. Es geht vorbei an einem Herrenhaus und dann am Fernsehturm von Münster, bis man dann durch diese schöne Landschaft hier die Verse erreicht. Und der folgen wir jetzt in Richtung Gelma. Ein herrliches Wetter heute. Sobald man unter der Warendorfer Straße durchgefahren ist, kommt man in diesen wunderschönen Buchenwald. Wir sind hier am Stapelskotten. Auf der anderen Flussseite ist ein großes Freibad und der Campingplatz Münster. Der Weg folgt jetzt immer weiter dem Fluss. Man hat immer wieder Blick aufs Wasser und das Licht fällt wunderschön durch dieses frische Buchenlaub. Die Verse ist 67 Kilometer lang und entspringt bei Beckum. Dort fließen 3 Bäche zusammen, die den Fluss bilden. Und irgendwann fließt sie hier südlich von Münster entlang. Und bei Gelma fließt sie dann in die Ems. Der Fluss sieht hier ganz schön breit aus, aber das ist er nicht. Er ist aufgestaut und zwar an mehreren Wehren. Wir haben hier 3 Mühlen in Münster. Einmal die Pleistermühle, einmal die Sudmühle und dann noch die Havichhorster Mühle. So, ich bin jetzt an der Pleistermühle. Hier gibt es ein schönes Café, einen Minigolfplatz und einen Kanuverleih. An der Pleistermühle wechselt man dann die Flussseite und dann hat man links den Fluss und rechts Felder. So, ich habe jetzt die Warendorfer Straße unterquert und jetzt geht es nach Handorf.
So, ich bin inzwischen an der Südmühle angekommen. Das ist die einzige Mühle hier am Fluss, wo wirklich noch Korn gemahlen wird. Die Brücke ist vor 2 Jahren bei einem schweren Gewitter weggerissen worden. Und das ist die Behelfsbrücke. Das ist hier Gut Havixhorst mit der Westfälischen Reit- und Fahrschule. So, inzwischen bin ich an der Havixhorster Mühle angekommen. Um das Wehr an der Mühle herum führt eine Fischtreppe, wo die Fische auf flussaufwärts zum Leichen schwimmen können. In der Nähe der Havixhorster Mühle befindet sich Haus Eggert. Da kann man gut übernachten, wenn man in Münster ist. Man kann da jetzt aber auf der Tour sehr schön Kaffee trinken und auch sehr gut essen. Inzwischen bin ich an der Wallburg Hasgenau angekommen. Das ist eine Wehranlage, die ihre Ursprünge in der Karolingerzeit hat und ihre Hochzeit im 13. Jahrhundert hatte. Wie man sehen kann, ist da das Zentrum ein Turmhügel. Hier oben floss die Ems früher und die Werse mündete hier in die Ems. In diesem Dreieck war eben dieser Turmhügel umgeben von Wällen. Inzwischen ist die Ems ein Stückchen verlegt, aber man kann immer noch den Hügel und die Wälle erkennen. So, das ist jetzt die letzte Brücke über die Werse. Sie mündet ein ganzes Stückchen weiter in die Ems. Hier drüben liegt jetzt Gelmer, da fahre ich jetzt auch noch dran vorbei. Man kann sich dann entscheiden, ob man am Kanal zurück nach Münster fährt oder durch die Rieselfelder. Das ist ein großes Naturschutz- und Vogelschutzgebiet. So, ich habe mich jetzt noch entschieden, durch die Rieselfelder zu fahren. Das ist wie gesagt ein großes Naturschutzgebiet hier im Norden von Münster. Da wurden früher die Abwässer der Stadt Münster verrieselt. Und als die neue Kläranlage in den 70er Jahren in Betrieb genommen wurde, drohte das ganze Gebiet auszutrocknen, aber man hat es dann wieder neu bewässert und jetzt ist es ein wahres Vogelparadies geworden. Es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Abstecher hierhin zu machen. Hier hinter mir grasen übrigens zurückgezüchtete Urrinder, die halten das Ganze so ein bisschen flach, sodass das nicht alles zuwuchert. So, ich fahre jetzt weiter, wieder zurück zum Kanal und dann über die Schleuse und dann den ganzen Kanal entlang wieder zur Schillerstraße und von dort zurück zum Bahnhof. Bis gleich. So, ich bin jetzt an der Kanalschleuse Münster angekommen. Hier muss man auf die andere Seite des Kanals und fährt dann an dessen Ufer immer weiter bis zu der Brücke
über die wir am Anfang drüber gefahren sind. Die Schillerstraße, die fährt man dann auch wieder rauf bis zum Bahnhof und kann da das gemietete Fahrrad eventuell abgeben. So, ich hoffe, die Radtour hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich habe versucht, von der Strecke einen GPX-Track aufzuzeichnen und wenn das geklappt hat, dann findet ihr einen Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich für heute, sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.